Willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Pull Up and Dip. Mein Name ist Flex und wir schauen uns heute gemeinsam die Dips an. Dips, eine Übung, die sehr viele Leute falsch machen, wo es extrem viel zu beachten gibt, um einfach ohne Probleme, ohne Verletzungen trainieren zu können. Viel Spaß bei dem Video. Sehr viele Leute haben Schulterprobleme oder Brustprobleme, wenn sie Dips ausführen. Das liegt daran, weil sie nicht wissen, wie man A, die Technik sauber macht und B, wie die Schulter zu positionieren ist während dieser Übung. Genau aus diesem Grund gehen wir jetzt darauf ein. Was enorm wichtig ist, ist, dass deine Schulter permanent nach unten gezogen wird und leicht nach vorne gebracht wird, also in eine Depression und Protraktion. Und da sollte sie oder muss sie fixiert bleiben, um maximale Stabilität im Schultergürtel zu haben, um dann wiederum die Bewegung auch maximal kontrollieren zu können. Das Ganze sieht so aus. Wir schauen, dass wir einen Barren verwenden, der ungefähr auch hier wieder zwischen Ellbogen und Mittelfinger so breit ist, ein bisschen breiter als schulterbreit, deswegen greife ich hier etwas weiter vorne. Dann gehe ich in die Stützposition. So, jetzt habe ich keine Spannung. Jetzt habe ich Spannung im Schultergürtel. Ich bringe die Schultern leicht nach vorne, die Beine hängen gerade nach unten. Ich habe meinen Hintern und meinen Bauch angespannt. Dann gehe ich runter und drücke mich wieder nach oben. Hier unten habe ich auch die Schultern weg von den Ohren in einer Depression und bringe sie wieder nach oben. Wie du gesehen hast, habe ich maximale Kontrolle über meine Schultern, über die komplette Bewegungsamplitude. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ich die Ellbogen am Körper habe. Ich fahre die Ellbogen nicht nach außen, sondern ich habe immer maximale Kontrolle über meine Ellbogen und ich bringe sie im Endeffekt an den Körper ran. Du hast dich gerade bestimmt gewundert, dass ich mich hier der Brustwirbelsäule leicht nach vorne gekrümmt habe, um den Dip auszuführen. Das liegt daran, dass wenn ich meine Schulter hier nach unten leicht nach vorne fixiere und jetzt hier 90 Grad meinen Arm nach hinten nehme, aber hier die Schulterposition nicht verliere, komme ich nicht weiter als hier. So, um jetzt aber 90 Grad zu dippen, beziehungsweise meine Schulter unterhalb meines Ellbogen zu bringen, muss ich leicht nach vorne lehnen, um da maximale Spannung bzw. Kontrolle zu haben, aber dennoch über die Range of Motion zu dippen. Ich hätte jetzt auch die Möglichkeit, sehr aufrecht zu dippen und hier den Ellbogen bis nach oben zu führen. Da ist aber das Problem, dass ich dann A, hier die Kontrolle verliere und B, extrem Stress auf meine Brust und meine Schulter bringe, was gerade wenn wir mehr Wiederholungen machen oder einfach mit Zusatzgewicht arbeiten, enorme Probleme in der Schulter verursachen können. Ich zeige dir das Ganze jetzt nochmal hier. Und zwar, ich mache dir noch mal kurz einmal vor, wie meine Technik hier aussieht. Und zwar Schultern wieder runter, leicht nach vorne, Beine nach unten, zack. Und jetzt zeige ich dir, wenn ich mit dem Oberkörper gerade bleiben würde. Du hast gesehen, ich habe gar nicht die Möglichkeit, wirklich Spannung und Kontrolle über meine Schultern zu haben, weil sie automatisch nach oben fahren, weil ich den Oberkörper nicht nach vorne nehmen kann. Die Ellbogen fahren nach außen und das sind genau die Punkte, die Probleme und Verletzungen verursachen. Kommen wir jetzt zu den häufigsten Fehlern, die man bei den Dips machen kann. Einen haben wir gerade schon angesprochen, dass man mit dem Oberkörper sehr, sehr aufrecht bleibt und dadurch keine Kontrolle mehr über die Schultern hat, die Ellbogen nach außen fährt. Und jetzt schauen wir uns an, was kann man noch alles falsch machen. Wir starten mit zu wenig Körperspannung. Das sieht dann
so aus. Hier habe ich absolut keine Kontrolle über die Bewegung. Mein Schwerpunkt verschiebt sich und ich habe enormen Stress, auch hier wieder auf den Schultern. Deswegen bitte immer maximale Körperspannung, Hintern anspannen, Bauch anspannen, Füße aneinander pressen, genau, damit das vermieden werden kann. Im nächsten Schritt Half Reps, wie auch bei anderen Übungen. Man geht nicht über die Bewegungsamplitude, die man machen sollte. Viele machen Dips tatsächlich nur so. Hier wirklich darauf achten, dass man über die Bewegungsamplitude, die einem möglich ist, arbeitet, beziehungsweise nicht ganz runter, aber zumindest, dass die hintere Schulter immer unterhalb des Ellbogens ist. Das ist die perfekte Range of Motion für einen Dip, wo man auch gewährleisten kann, dass man immer die maximale Kontrolle über den Schultergürtel besitzt. Dann die Ellbogen, das heißt, die Ellbogen fahren nach außen, bleiben nicht am Körper. Das sieht dann so aus. Das tut mir schon sogar weh beim Vormachen, also das bitte ich euch unbedingt zu vermeiden. Das ist alles andere als gut für die Schulter, weil wir hier eine maximale Innenrotation provozieren und keine Kontrolle mehr haben und dementsprechend Schulterprobleme bekommen. Jetzt haben wir gerade 4 verschiedene Fehler angeschaut, die man bei dem Dip falsch machen kann. In Kombination mit der korrekten Technik solltest du jetzt ein Bewusstsein entwickelt haben, auf was du zu achten hast, um die Dips korrekt auszuführen und nachhaltig zu trainieren, ohne Schulterprobleme zu bekommen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest den ein oder anderen Tipp für dich mitnehmen, wie du deine Dips auszuführen hast, um einfach Schulterprobleme von Anfang an zu vermeiden. Wenn dich das Thema mehr interessiert, dann empfehle ich dir extrem die Calisthenics Academy von Pull Up and Dip. Dort stellen wir dir alles rund um das Thema Calisthenics, Training, Techniken, Übungsausführungen, Ernährung zur Verfügung. Wir haben strukturierte Pläne, die dich gezielt an dein Ziel bringen. Wir haben Technikfeedback, das heißt, du hast die Möglichkeit, Videos an uns zu senden, um dann professionelles Videofeedback zu erhalten, damit wir auch sicher gehen können, dass du die Übungen korrekt ausführst, was natürlich enorm wichtig ist. Genau, wenn dich das Ganze interessiert, dann schau jetzt mal unten in die Infobox rein und dann sehen wir uns in der Calisthenics Academy. Mach's gut, dein Flex, gute Zeit, ciao.